Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus Los Angeles. Heute um 7:45, ein bisschen später als sonst, weil ich schon viele Calls hatte. Thanksgiving war wie immer sehr aufregend, sehr wenig los, aber gut verbracht mit den Kollegen, mit denen wir die Bankkonten eröffnet haben. Nochmal danke an die Schweizer. Bande nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben Themen für euch frisch gepresst heute. Die Air France hat ein Problem, weil Sitz sich gelöst hat und es war nicht irgendwie ein Versehen, weil das öfters anscheinend in der Business Class passiert. Klage. Lufthansa stellt Flüge ein, innerdeutsch. Dann geht es weiter mit den Freunden von United. Da hat sich ein Vielflieger beschwert, dass man sich während den Turbulenzen hinsetzen sollte, und zwar das Personal. Und es ist nichts passiert. Also es gab keine Turbulenzen. Und wir haben natürlich noch andere Themen, wie zum Beispiel das Thema, worauf ihr achten solltet bei der EU-Verordnung. Ich hatte jetzt mehrere Calls mit dem Thema, wo die Leute sich nicht ganz klar waren mit der EU-Verordnung und was übrigens mit England los ist. Da werden wir auch noch mal drauf eingehen. Und wir haben ein Thema, das mir von euch zugeschickt worden ist. Eine Dame mogelt sich an Bord eines Flugzeugs ohne Flugticket in Amerika nach Europa. Aber sie geht wieder zurück nach Amerika. All diese Themen für euch, frisch gepresst wie immer. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, weil das neue Like ist. Ich weiß, es nervt, aber das Problem ist wirklich, dass bei einigen Sachen, auch bei mir, die ich subscribed habe, der Subscribe-Button weg ist und auch das Glockensymbol nicht mehr gedrückt war, obwohl ich 100% weiß, dass ich das getan habe. Was YouTube sich dabei denkt, kann ich nicht sagen. Kontrolliert es einfach bitte, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr nur subscribed seid, werden mir zum Beispiel viele Dinge, wo ich subscribed bin, nicht mehr angezeigt. Also Folge oder ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall könnt ihr das bitte machen und kontrollieren. Und danke nochmal dafür, dass ihr die Sendung schaut und dass ihr den Kanal zu dem macht, was er ist, weil ohne euch wäre ich nicht da, wo ich bin. Wir können mit dem ersten Thema anfangen und das ist das Lufthansa Streichkonzert. Das Lufthansa Streichkonzert geht weiter. Nachdem man halt Paderborn schon abgekoppelt hat, geht es jetzt weiter, dass man nicht nur München von Paderborn, sondern auch Leipzig-München abkoppelt. 27. November hatte man das gesagt, also quasi vorgestern, dass man die Paderborn-Strecke einstellt. Aufgrund eines starken Rückgangs der Nachfrage von Geschäftsreisen aus der Region seit der Pandemie und der gleichzeitig massiven staatlichen Verteuerung des Fliegens. In und ab Deutschland, zuletzt mit der spürbaren Erhöhung der Luftverkehrssteuer, ist die Wirtschaftlichkeit der Strecke nicht mehr gegeben. So sprach Lufthansa-Sprecherin, glaube ich, war es in dem Fall. Am Donnerstag ist es dann so, dass die Leipziger Volkszeitung, die LVZ, bekannt gegeben hat, dass auch Leipzig dem Streichkonzert zum Opfer gefallen ist. Und damit ist es so, dass die Lufthansa Cityline damit dann dort auch nicht mehr fliegen wird also auch eingestellt. Man hat zwar von Leipzig noch die Frankfurt-Veranstaltung, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Fliegt die Swiss nicht auch noch in die Leipzig-Schkeuditz an? Kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man dort natürlich ein übles Beigeschmäckle hat, weil man sich gerade dort vor Ort in Sachsen geeinigt hatte mit dem Bodenpersonal und so weiter. Und dann fällt das einfach aus. Und die Beschäftigten der Lufthansa, natürlich der ASL und ASD, erhalten mehr Gehalt und einen Inflationsausgleich in dem Konflikt ist es so, dass man die Tochterfirmen ja schließen wollte. Ist nicht nur Lufthansa, sondern auch Ryanair hatte sich ja auch noch mal dazu gemeldet, dass man halt in Leipzig und in Dresden Abstand nimmt, um dahin zu fliegen. Heißt also, man hat dort London Stansted verloren und ab Dresden Palma de Mallorca. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was schlimmer ist, ob Palma de Mallorca schlimmer ist als München. Könnt ihr selber entscheiden, aber man merkt, Fliegen in Deutschland wird immer unattraktiver aufgrund der Regulierung der Politik. Das war das Wort, was ich suchte. Wir gehen weiter, denn es gibt ja auch einen Regulierungswahn an Flughäfen. Heißt also, wenn man an Bord möchte in den USA mit Ausweis auflegen, Gesichtserkennung, also das volle Programm, zumindest hier in Los Angeles, wo ich gerade bin. Und es hat eine Frau geschafft, auf einen Flug von Los Angeles nicht, sondern von New York JFK am 26. November diesen Jahres, also auch vor 3 Tagen, auf den Flug nach Paris zu kommen. Delta 264 ist das gewesen.
ist eine 767-400ER und alle Sitze waren belegt. Die Dame hat sich dann auf der Pipi-Box, also auf der Toilette, versteckt, was ja meiner Meinung nach auch sehr merkwürdig ist, weil normalerweise die Crews die Toiletten ja kontrollieren. Aber ihr seht ja auch, dass wenn die Toilette abgeschlossen ist und die Crew nicht ihren Bereich kontrolliert, dann passiert so etwas, dass man nicht auffällt. Und spannenderweise ist das dann erst kurz vor der Landung aufgefallen. Also da muss ich dann ehrlicherweise fragen, das ist jetzt natürlich ein Problem. Und sie hat halt immer wieder die Bordtoiletten gewechselt, ist von einem Pipi-Box zur anderen Pipi-Box gegangen. Also das war schon mal zumindest eine gute Strategie, wobei in der 767 gibt es jetzt nicht so viele Toiletten, wo man sich dann quasi aufhalten könnte, ohne aufzufallen. Kann mir auch was Besseres vorstellen, aber es ist halt so, dass das über den Nachtflug halt nicht ausgefallen ist. Und in Paris ist es dann aufgefallen, weil die Crew den Passagieren gesagt hat, ihr müsst sitzen bleiben, diese Dame muss jetzt ab. Wobei lustig ist halt, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie zur Landung dann gekommen ist, wenn alle Sitze besetzt waren. Aber man möchte eine gründliche Aufarbeitung, sowohl Delta als auch die TSA sagen das. Sie ist allerdings durch die Sicherheitskontrolle gegangen, das heißt also, sie ist kontrolliert worden und zwar safe. Aber man sieht halt hier, dass es keine Kontrolle gibt, die hundertprozentig sicher ist und auch in den USA, wo halt in meinen Augen ein sehr, sehr hoher Aufwand betrieben wird, dass man dort erkannt wird, hat es ja mehrfach versagt. Ich meine, wir können jetzt darüber lächeln, weil das hatten wir ja auch in anderen Ländern, dass das passiert ist. Aber schwierig, das Ganze, wieso etwas passiert ist. Ja gut, man kann jetzt natürlich sagen Thanksgiving-Verkehr, weil halt hier bei Thanksgiving Heckenbrand ist. Das ist der Tag, wo fast die meisten Flüge stattfinden, die meisten Passagiere sind, wo die meisten Leute Kompensation kriegen, weil Flüge überbucht sind und. Also da muss man dann ehrlicherweise sagen, trotzdem muss es klappen. Also hier könnt ihr gerne kommentieren. Ich habe da keine Frage des Tages draus gemacht, weil man ehrlicherweise sagen musste, man fällt eigentlich nichts zu ein, oder? Aber nochmal danke an den Kollegen, der die Frage bzw. den Zeitungsartikel geschickt hat, dass ich darauf referenzieren kann. Wir haben noch etwas Lustiges und zwar Air Europa. Lufthansa hat ja auch irgendwie so nebenbei erzählt, dass sie daran Interesse haben, ob das jetzt ein taktisches Interesse ist, weil man sagt, okay, wir schauen. Oder ob es ein ehrliches Interesse ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so, Air France KLM schaut sich Air Europa an und sagt, ob man das haben möchte. Globalia will sich ja von ihren Anteilen trennen, dass der jetzige Eigentümer im derzeitigen Regulierungsumfeld nicht am besten Interesse der Aktionäre. IAG hat also da gesagt, machen sie nicht, weil da halt die ganzen Themen zu viel wurden von der EU bei der Frau Vestager. Wir wissen ja alle, wie Frau Vestager bei dem Thema ist. Was nicht ganz so verkehrt ist, ist auch, dass sie guckt, dass wir halt Konkurrenz behalten. Und wir sehen ja, was passiert, wenn keine Konkurrenz mehr gibt und es Monopolstrecken gibt. Nun ist es so, dass die Zeitung El Economista, Spanisch natürlich, gesagt hat, dass es dort Gespräche gibt zwischen Air Europa und also Globalia, dem Gesellschafter, und der Air France KLM, nicht der IAG anymore. Und damit ist es so, dass aber die IAG immer noch trotzdem, und deshalb ist da die IAG ja auch noch im Thema drin, ja immer noch 20% kontrolliert, die 80%, die Globalia hält, ist es so, dass man dort halt sich das anguckt. Jetzt sagt ja, warum will Lufthansa, warum will die Freunde von Air France KLM die Bude haben? Ja, weil Südamerika angebunden ist. Air France fliegt ja auch Südamerika, Lufthansa hat da ein Loch. Und da ist es halt so, dass man natürlich eine gesunde Kostenstruktur hat und einen sehr hohen Selbstzahleranteil. Also auch etwas, was gut ist. Und das ist das, was Lufthansa reizt. Man hat ja auch Anfang September schon gesagt, dass man dort Temperatur fühlt und guckt, was da los ist. Ich bin mal gespannt, ob es ein echtes Interesse der Hansens ist oder nicht. Ich habe einige Concierge-Kunden, die wir mit Air Europa nach Südamerika schicken, weil sie auch 787er haben und attraktive Preise in der Business Class. Jetzt haben wir wieder ein Thema, was als Vielflieger immer wieder spannend ist. Und wir wissen, als Vielflieger sind wir ja eher Armchair-CEOs, Armchair-Pilots. Wir sind eigentlich alles in Personalunion. Wir wissen alles nicht nur besser, sondern wir können es auch besser.
Und da ist jetzt ein Fall passiert, wo ein Vielflieger von United Airlines ein bisschen über die Stränge geschlagen ist in meinen Augen. Ich kann euch das direkt versichern. Und zwar ist das so, dass der Flug von Tokio Narita nach Houston dort für ihn, ja, ich sage jetzt mal Schmerzen bereitet hat, in der Form, dass die Cabin Crew sich hingesetzt hat und hat auch Flyer Talk geschrieben, es war 20 Minuten vor der Zeit eine Durchsage gemacht worden, dass dort Turbulenzen sind und dass man dort sich hinsetzen solle als Cabin Crew, als Vorsichtsmaßnahme. Dann ist es so, dass dann hat man das wieder aufgehoben, wieder 10 Minuten, man sollte sich wieder hinsetzen. Und das war natürlich während dem Meal Service. Und er sagt, das ist jetzt der Punkt, wo es lächerlich wird. Und das ist immer noch ein Zitat von ihm, dass es lächerlich wird. Man kann so viel über Sicherheit an Bord reden, wie man möchte. Aber da war kein Sicherheitsrisiko aus seiner Sicht. Und das scheint wohl so zu sein, dass es heute sehr, sehr regelmäßig passiert, dass man sich einfach hinsetzt, ohne dass was passiert. Ja, man muss natürlich sagen, okay, dass viele Fluggesellschaften und gerade ja auch zum Beispiel Singapore Airlines oder andere Fluggesellschaften aufgrund der Vorkommnisse dort lieber better safe than sorry sind. Und dann öfters halt nichts passiert, man das Gefühl hat, früher sind die ja durchgelaufen, das Ding hat gewackelt wie so ein Lämmerschwanz und die haben trotzdem Flaschen und Trolleys und alles gemacht und so weiter. Heute macht man das einfach nicht mehr. Und dadurch, dass jetzt zum Beispiel das so oft passiert, ist es halt auch so, dass die Turbulenzen, die halt angedroht werden, nicht da waren. Und natürlich ist das die Entscheidung, das jetzt, Zitat schon lange zu Ende natürlich, ist natürlich die Entscheidung des Kapitäns zu sagen, hey, wir machen Seatbelt Sign-On. Manchmal sagt auch die Crew, wir machen Seatbelt Sign-On, weil wenn du halt im Flieger bist, die besonders lang sind, vorne passiert so ein bisschen was und ist alles easy peasy, aber hinten im Schwanz, also in dem Aft, wie das so schön heißt, da geht die Luzi ab. Und das merkt man dann vorne nicht. Deshalb ist ja auch die First Class vorne, ich sage es immer wieder. Ich finde das richtig. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es könnte was passieren, ja, das Wetterradar oder sonst was, und man ist nicht ganz sicher, ob man das umfliegen kann, ob man da noch in Ausläufer kommt oder sonst was, dann soll sich die Crew hinsetzen und dann ist der Service halt unterbrochen. Das ist scheiße, ja, gebe ich zu. Und vor allem, ich sitze meistens ja in der 8. Reihe, also am Ende des Service, bei Finnair zum Beispiel. Und dann sitzt du dann da, die anderen haben alle was zu essen und du selber sitzt da und denkst so, hab Hunger, gibt nichts. So. Ist dumm gelaufen, aber sich dann zu beschweren und dort aus anekdotischer Evidenz, heißt also aus eigener Erfahrung heraus zu sagen, da ist ja wohl was schief gelaufen, weil wenn die permanent hier irgendwas sagen, dass da irgendwelche Wackler kommen und es wackelt nicht, dann ist das natürlich schwierig. Ich muss euch an dieser Stelle sagen, meine Meinung ist da ganz klar, Safety first, lasst die hinsetzen. Bei Emirates ist ja auch die Anweisung zum Beispiel, in dem Moment, wo Turbulenzen kommen, dürfen sie sich auf Passagiersitze setzen oder setzen sich sogar bei Passagieren auf den Schoß und sagen, festhalten. Nur so als Randbemerkung. Und ich glaube wirklich, dass das ganz richtig so ist. Und dann als Passagier sich dazu zu beschweren, finde ich falsch. Deshalb die Frage des Tages an euch, die erste Frage, werdet ihr als YouTube-CEO einer Fluggesellschaft, Armchair-CEO, Kapitän oder wie auch immer, anderer Meinung oder sagt ihr, nee, also die müssen da durch. Ne? Also ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass es da keine verschiedenen Meinungen gibt, weil das ist für mich so ein eindeutiger Fall. Weil wenn man ehrlicherweise da sagen will, ist, dass man natürlich Sicherheit vorgegangen hat und dass die Passagiere natürlich dann halt 20 Minuten, 30 Minuten vor der Landung keinen Service mehr kriegen, weil man sich auf die Landung vorbereitet, alles verstaut und so weiter, weil das sind ja auch die Phasen, wo am meisten passiert mittlerweile. Also hier eure Meinung dazu. Wir gehen weiter mit einem Thema Air France. Und Air France hat einen interessanten Fall, weil das ist mir so nicht untergekommen, mir nicht bekannt. Und zwar ist dem Passagier Folgendes passiert. Er war auf dem Flug von Houston nach Paris, Charles de Gaulle. Flugzeug ist ja eigentlich egal, ob es die 777 war oder whatever. Ich meine, die 777 wird da eingesetzt. Die 350er schon, es ist ein 350er sogar, der eingesetzt wird. Und da ist es so, dass die geflogen sind und dann gab es halt einen Startabbruch
bei der ganzen Geschichte. Und dann hat sich der Sitz aus den Schienen gelöst und er sagt Folgendes: Er ist propellt in den Monitor, also vorne in den Vordersitzbereich, weil der Start abruptly aborted wurde before Takeoff Speed. Ja, ganz genau stimmt das nicht, weil du kannst ja vor Takeoff Speed, also vor 1, vor 2, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, über die Schwierigkeiten und so weiter, aber das war weit vor Takeoff Speed, wo der kann High Speed Rejected Takeoff gemacht haben, aber das war jetzt nicht Takeoff Speed anyways. So, und sein Lie Flat Business Seat ist dann losgegangen aus der Verankerung, ist nach vorne gegangen, wie ich gesagt habe. Und interessant ist, dass er den Sitz, den er hatte, herausgefunden hat, dass dieser vorher schon mal repariert worden ist wegen einem Schaden, also an dieser Befestigung. Und dass dieses Flugzeug auch andere Sitze hat, die dieses Problem mit der Befestigung haben und da auch was gemacht worden ist. Und jetzt unter Artikel 17 der Montrealer Übereinkunft, Montreal Treaty, das ist die ICAO, danach werden reguliert Gepäckschäden und Personenschäden. Und bei 17 ist das Personenschäden, 19 folgende ist Gepäckverlust, Gepäck kaputt. Aber bei 17 ist es so, dass die Fluggesellschaft haftbar macht bis zu Sonderziehungsrechten, und zwar 128.821 Sonderziehungsrechte, was im Moment irgendwo bummelig 80.000 Euro sind oder sowas. Und das geht halt immer so ein bisschen hoch und runter. Das war in 2019 waren es nur 100.000. Ne? Also da haben wir schon eine Erhöhung um 28,2% gehabt. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass er auch darauf klagt, weil es Negligence ist, also Fahrlässigkeit von der Fluggesellschaft, weil der Sitz schon kaputt war, dass man Probleme hatte und dass es bekannt war und dass er sich darauf halt hinsetzen musste. Und jetzt ist es so, dass er unter Artikel 17 halt die Knete haben möchte und möchte halt wirklich auch von Air France und von der Reparatur, also der Maintenance-Abteilung, da Geld haben. Und ich denke mal, dass Delta Airlines und andere auch gegen andere Gerichtsfälle kämpfen müssen. Aber hier in dem Fall finde ich das schon spannend, weil wenn man überlegt, im Gegensatz zu der Geschichte mit der Flugbegleiterin, die halt den Trolley in die Schulter einer Passagierin geschoben hat und die dadurch Schulterprobleme bekommen hat. Bei mir passiert das nicht, bei mir geht das irgendwie in die Rippen, weil ich Gott sei Dank lang genug bin. Gott sei Dank auch nicht passiert. Gegens Knie geschubbert mit dem Trolley und so weiter, tat auch schon teilweise richtig weh. Aber das ist dann halt Risiko, wenn man am Gang sitzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Finde ich das schon eine Sache, wo die Fluggesellschaft wirklich was für kann. Also den Trolley reinschieben, das macht man nicht absichtlich. Also zumindest wüsste ich das nicht, dass man das absichtlich macht. Und das ist dann schon irgendwie so, ist das Fahrlässigkeit? Und das ist die zweite Frage des Tages. Ist es so, dass in dem Fall bei den Freunden von Air France dort die Kappungsgrenze wegen Fahrlässigkeit weggenommen werden soll? Und wie bewertet ihr den Fall, dass der da quasi mit seinem Sitz ein Face-Dive gemacht hat in den Monitor oder in das Display davor? Das finde ich schon interessant und spannend. Was auch spannend ist immer wieder Kompensation. Und Kompensation ist wichtig. Ganz einfach deshalb, weil wir damit die Fluggesellschaften in Schach halten, dass sie nicht das mit uns tun, was sie wollen. Ich kenne keine Branche in der Welt, die bis 14 Tage vor Leistungserbringung sagen kann, geile Type, hast Flug gebucht, aber findet nicht statt, fällt aus wegen ist nicht, und die brauchen nichts tun. Die brauchen nicht nur anders umbuchen und dann ist das Thema durch. Aber rein theoretisch bist du da halt alleine am Start und hast da keine Hilfe von denen. Da wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Deshalb finde ich die EU-Kompensation wichtig. Und wichtig ist übrigens auch, mit welcher Fluggesellschaft ihr fliegt. Was viele Leute einfach komplett vergessen ist, dass ihr in einer Lücke landet, wenn ihr mit einer Fluggesellschaft, die nicht in der EU ist, in die EU fliegt. Heißt also, ihr fliegt von Dubai mit Lufthansa, es passiert was, es kommt was zu spät, Lufthansa haftet. Fliegt ihr mit Emirates, passiert gar nichts, weil Emirates keine EU-Fluggesellschaft ist. Ob das jetzt fair ist oder nicht, kann ich direkt bewerten. Ich finde es unfair. Ich denke, dass alle Fluggesellschaften, die nach Deutschland oder in die EU fliegen, dieselben Rechte und Pflichten haben sollten. Nur so mal als Randbemerkung. Ne? Aber dann seht ihr halt, wie schwierig das ist. Und in England ist der Fall sogar noch mal richtig anders, weil in England gibt es natürlich so, dass dort natürlich die EU-Regelungen sind,
nicht angepasst worden großartig. Aber da ist die Regelung folgendes: Wenn man auf einem Domestic Flight, also auf einem innerbritischen Flug fliegt, gilt die Regelung natürlich. Und zwar nennt sich das Ganze nicht EC 261, sondern UK 261. Na, also das ist der Einfachheit halber. Dann, wenn man von Europa auf einer britischen oder auf einer europäischen Fluggesellschaft fliegt, wenn man von England irgendwo nach außerhalb Englands, also nach Europa fliegt, mit allen Fluggesellschaften, wenn man von Europa nach England fliegt auf einer britischen oder einer europäischen Fluggesellschaft, dann gilt es auch. Und wenn man natürlich fliegt von Europa nach Europa auf einer britischen Fluggesellschaft, dann würde es auch gelten. Also man sieht, da ist die Regelung gleich. Aber hier solltet ihr halt wirklich darauf nochmal gucken, dass das im Zweifelsfalle den Unterschied macht, ob ihr strandet, ob ihr nicht strandet, ob ihr Kompensation bekommt, ob ihr Stress habt und so weiter und so fort. Nur so als Hinweis, weil ich da halt wirklich einige Telefonate hatte, wo die sagen, wie, ich kriege jetzt nichts. Ich so, nee, du, sorry, aber Emirates hat halt Verspätung. Ist dumm. Also insofern da von euch nochmal, für euch nochmal der Hinweis. Ihr könnt an dieser Stelle die Frage des Tages beantworten. Die Frage des Tages ist: Wie seht ihr den Fall von dem Passagier im Fall Air France KLM mit dem Sitz, mit dem Face Dive in Houston beim High Speed Rejected Takeoff, wie das so schön im Fachjargon in Englisch heißt? Und wie seht ihr den anderen Fall, wo der Kollege sich beschwert hat, dass bei United, aber auch bei anderen Fluggesellschaften, Singapore Airlines, you name it, sind die Regelungen ja auch angepasst worden, da gesessen hat und es nichts passiert? Da bin ich auch mal gespannt und ich hoffe, wir haben da keine Dissonanz bei der Meinung. Ne? Also wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, denkt dran, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und so weiter. Ich muss das Ganze jetzt hochladen. Wir haben 8:45, gleich 20:09. Dann ist in Deutschland ja quasi, also wenn bei mir 10 ist, ist bei euch 7. Abends, 10 Uhr morgens, mein Tag beginnt. Ich finde es geil. Ich genieße noch die letzten Tage hier, werde noch ans Meer gehen. Ein bisschen Pazifik genießen, ein bisschen Leiden auf hohem Niveau und für euch Abspann. Also bis morgen in alter Frische und 22 Minuten reichen. Also bis dann, ciao.